Der Leipziger Verein Orang-Utan in Not e.V. setzt sich für die Schützung des Regenwaldes ein. Warum das so wichtig ist und was die Anbauung und Produktion des Palmöls so umweltbelastend macht, sehen Sie heute im Interview mit der Expertin Ingeborg Lambert, die sich nicht nur mit der aktuellen Situation auskennt, sondern auch jahrelanges Mitglied des Vereins ist. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, diesem Verein beizutreten und sind Sie ein Gründungsmitglied? Es ist tatsächlich so, dass ich Gründungsmitglied bin. Der Verein ist ja 2007 gegründet und es war einfach so, dass viele Leute, die am Max-Planck-Institut mitarbeiten, die die Affenforschung in Leipzig mit betreuen, einfach festgestellt haben, es gibt einen Gorillaschutzverein, Schimpanse, Bonobo, gibt es alles Schutzvereine, aber für den Orang-Utan gab es damals noch keinen. Und unsere Vereinsvorsitzende, die Julia Zisewski, war halt direkt auf Borneo, hat halt festgestellt, man kann zwar schön forschen mit den Orang-Utans, aber wenn da nicht unbedingt was zum Schutz von denen auch geschieht, dann sind die in wenigen Jahren, also im Endeffekt in 15 Jahren, nicht mehr überlebensfähig in der freien Wildbahn. Und deswegen hatte sie dann andere Interessierte im Zoo gefragt und dann haben wir den Verein gegründet. Wie hängen die Gewinnung von Palmöl und das Zurückgehen der Orang-Utan-Population zusammen? Ja, die Orang-Utan-Population geht natürlich vor allem dadurch zurück, dass der Regenwald immer weniger wird für die Palmölplantagen. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass allein durch die Regenwaldzerstörung die Population zurückgeht. Aber die verbleibenden Orang-Utans haben natürlich auch das Problem, dass diese einzelnen Regenwaldgebiete immer stärker verinseln und dadurch auch einfach kein Austausch mehr von verschiedenen Populationen stattfinden kann. Und ja, zum Teil gehen die natürlich auch irgendwann auf die Palmölplantagen auf der Suche nach Schutz und Nahrung. Und dort werden sie dann häufig auch direkt bejagt. Was macht das Palmöl für die Wirtschaft so attraktiv? Also die Anpflanzung ist ja einmal schon sehr produktiv, also es ist ein sehr hoher Ölertrag. Dadurch wird es natürlich auch sehr billig. Das ist natürlich für die Wirtschaft dann interessant. Und das Palmöl ist im verarbeitenden Zustand, also wenn es aus der Ölmühle kommt, ist es sehr lange haltbar und hat halt auch eine sehr schöne Konsistenz, gerade für Lebensmittel, für Cremes, weil es eben schon cremige Konsistenz hat und dadurch nicht noch gehärtet werden muss oder so. Und dementsprechend ist es natürlich schon sehr attraktiv. Welche Folgen hat die Abholzung des Regenwaldes auf das Klima? Naja, also allein durch die Rodung von Wäldern kann ja nicht weiter klimaschädliche Gase gebunden werden, oder also in der Region zumindest. Und auf Sumatra und Borneo kommt noch hinzu, dass die Regenwälder auf Sumpfland stehen, das, wenn es austrocknet, natürlich auch noch Kohlenstoff freisetzt. Dort ist ja seit Millionen meistens schon Kohlenstoff gebunden, der dann als CO2 eben durch die Trocknung mit Sauerstoff reagiert und dann als CO2 frei wird. Welche regionalen Alternativen würden Sie für Lebensmittel vorschlagen, die Palmöl enthalten? Also es gibt ja immer Alternativen von Ölen, die hier angebaut werden, Sonnenblumen, Raps. Kommt natürlich ein bisschen drauf an. Viele Öle haben natürlich noch einen stärkeren Geschmack. Aber zum Teil gibt es halt ja direkt Alternativen. Wenn man an Nudossi denkt, da gibt es zwar eine palmölhaltige Creme, aber es gibt eben auch eine palmölfreie. Also von daher kann man dann einfach regional schon mal gucken, dass man die Creme nimmt. Abgesehen von der Gewinnung und dem weiten Transport, welche Nachteile hat das Palmöl noch? Also das Palmöl selber ist für Lebensmittel eigentlich schon, nicht so gesund, weil es relativ viele langkettige Fettsäuren erhält. Die gelten ja als nicht so toll und dann werden während der Produktion eben schon Fettsäureester gebildet, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Also von daher ist das Öl selber schon nicht so empfehlenswert. Was können wir aktiv dafür tun, um das Klima zu schützen? Oh, da kann man natürlich sehr viel tun. Ähm, also ja, ganz klar auf jeden Fall auf Tropenhölzer verzichten, regionale Hölzer nehmen oder also am besten auch noch mit Siegel. Die sind zwar auch nicht immer die besten, aber zumindest immer noch besser als gar keine Überwachung. Dann, ja, was jeder tagtäglich versucht zu tun. Also gerade Palmöl einsparen, am besten auf Palmöl verzichten derzeit.
aber auch Papier, Recyclingpapier verwenden. Also es gibt ja auch bei vielen Regenwaldregionen das Problem, dass dort seltene Erden drunter liegen und das ist dann einfach in unserer Technik drin und allein dann, dass man Energie spart und mit seinen Sachen pfleglich umgeht, hat man schon eine gute Chance, da ein bisschen was besser zu machen. Okay, danke schön, dann war's das. Sehr gerne.